Auf dieses Abenteuer habe ich mich schon so lange gefreut und jetzt sind wir endlich da. Kommen Sie mit an Bord und auf unsere Reise durch den Süden von Polen. Cześć! Vom kleinsten Hochgebirge der Welt bis zur größten Sandwüste Europas. Und zurück in die bewegte Geschichte des letzten Jahrhunderts. Alle gucken. Wo bin ich hier gelandet? Eine Region zwischen Tradition und Moderne, die vom Städtetrip bis zum Naturerlebnis alles zu bieten hat. Oh Gott, oh Gott. Oh. Auf unserer Reise durch den Süden Polens sind wir auf den Spuren von wilden Tieren im kleinsten Hochgebirge der Welt, der Hohen Tatra. Wir treffen in Krakau auf Menschen, die uns von der bewegten Geschichte des Landes erzählen, und wir besuchen die größte Sandwüste Europas. Unser erstes Ziel, der Pieninen-Nationalpark. Hier verläuft der Dunajec-Fluss, der Grenzfluss zur Slowakei. Er durchbricht das Pieninen-Gebirge. Die steilen Felswände ragen bis zu 300 Meter hoch und wir fahren mittendurch. Sind das die 3 berühmten Berge da oben? Ja, das sind die 3 berühmten Kronen. Die 3 Kronen, sagt man, werden die immer genannt. Ich frage mich, wer auf die Idee kam, weil ich sehe noch 2 daneben. Du siehst 5. Ja, ich sehe eben 5. Von links, rechts. wenn du schaust von links. Ja. Oma mit dem Bückel, unrasierte Opa und dann kommen 3 Enkelinnen. Hohe Katharina, dicke Maria und freche Barbara. Reiseleiter Grzegorz Muzial lebt seit 2005 am Rande des Nationalparks. Er begleitet Gäste durch ganz Polen. Aber durch seine heutige Heimat reist er am liebsten. Hier geht's ganz schön wild zu, ne? Die Flößer gehören zur ethnischen Gruppe der Goralen. Der Name leitet sich vom polnischen Wort für Berg, Góra, ab. Die Goralen leben in den Bergregionen der Karpaten. Sie gelten als hart im Nehmen, weil sie den widrigen Bedingungen in den Bergen trotzen. Nur als Gorale darf man hier Flößer werden. Du würdest mir nicht erlauben, hier mal zu fahren, oder? Dafür müsstest du in einer der 5 umliegenden Ortschaften geboren sein. Ja, ich bin hier geboren. Okay, dann machen wir mal eine Ausnahme. Aber erst später. Weil es jetzt zu gefährlich ist? Ja, es ist ein bisschen zu gefährlich. Die Wellen zeigen mir an, dass die Strömung jetzt schneller und stärker wird. Man kann den Dunajec-Fluss nicht nur auf dem Floß, sondern auch beim Rafting oder mit dem Kanu erkunden. Und in der Region gibt es noch mehr zu erleben. Was erwartet uns auf unserer Reise durch Südpolen? Wenn es um die Natur geht, nicht nur Pieninen, nicht nur Dunajec, aber Hohe Tatra, polnische Waldkarpaten, dort die Bären, die immer noch frei in der Natur leben. Auch hier haben wir schon einige Exemplare. Neulich wurden wir gewarnt, dass wir sogar von unserem Fluss, vielleicht in 3 Kilometern, kannst du einen Bären treffen. Auch auf dem Radweg entlang des Flusses wurden schon Bären gesichtet. Aber unliebsame Zusammenstöße soll es bisher nicht gegeben haben. Wer als Urlauber hierher kommt, kann auf jeden Fall die Schönheit der Landschaft genießen. So, ich bin jetzt genug gefahren. Jetzt darfst du es mal probieren, wenn du willst. Ja? Ist das dein Ernst? Ja, komm einen Schritt zu mir rüber. Wow, das ist ja eine echte Ehre. Wir machen das Schritt für Schritt.
Weißt du, wie dieser Stock hier heißt? Er heißt Spriska. Spriska, weil es im Wasser spritzt, wenn er eintaucht. Okay. That's a collocation in Poland. But yeah. Okay, is there anything? Yeah. Du musst darauf achten, dass du den Spriska nah am Boot ins Wasser stichst und dich dann am Grund abdrückst. So. Also ins Wasser. Du musst ihn mit beiden Händen fassen, nah am Boot. Und dann drück dich weg. Yeah, reach the. Da wär's fast weg gewesen, das Stäbchen. As easy as it looks. Okay, it's very deep. Das Wasser ist ganz schön tief, hä? So the thing is, if you cannot reach the bottom, Wenn du nicht bis zum Grund kommst, dann musst du ihn quasi als Ruder nutzen und nach hinten drücken. without reaching the bottom. Okay. Nice. Better. No. Dziękuję. Dzięki. Plus, I Vielen have Dank. new Ich habe eine neue Sonnenbrille. Sunglasses. Du hast eine neue Sonnenbrille und ich habe einen neuen Hut. Früher wurden die Flöße genutzt, um Holz und Lebensmittel bis an die Ostseeküste zu bringen. Heute, um Besuchern die Landschaft zu zeigen. Flößer wie Bartek müssen eine 3-jährige Ausbildung samt Prüfung machen. Hey Bartek, wie haben deine Freunde reagiert, als du ihnen erzählt hast, dass du Flößer werden willst? Fließer. Als ich ihnen erzählt habe, dass ich Flößer werde, waren die erstmal sprachlos und schockiert. Das ist schon eine außergewöhnliche Sache. Es gibt insgesamt nur 200 Flößer hier. Und es ist schon was Besonderes, ein Flößer zu sein. In meiner Familie hat das Tradition. Mein Vater war Flößer, mein Opa war Flößer und heute bin ich einer. Oh, jetzt nimmt die Strömung aber zu. Ja, du musst jetzt weiter nach links rudern. Nach links? So ungefähr. Okay. Perfect. Thank you. Dzięki. An manchen Stellen ist die Dunaj jetzt bis zu 18 Meter tief. Und einigen ihrer Quellen schreibt man ganz besondere Kräfte zu. Meine Schwiegermutter sagte, du kannst 100 Jahre leben, nur dann, wenn du jeden Tag von dieser Quelle Schluck Wasser trinkst. Da vorne? Ja, da vorne. Wie alt ist deine Schwiegermutter? Sehr sauberes Wasser. Meine Schwiegermutter ist schon 90. Wirklich? Ja, schon über 90. Und sie trinkt jeden Tag von diesem Die Wasser? trinkt jeden Tag von dieser Quelle Hier Wasser. drauf? Der Schwiegersohn muss ihr immer was bringen. Ne? Danke. Du musst es immer hierher bringen. Trinkst du auch jeden Tag davon, Grzegorz? Nein, ich will keine. Wer wird mir 100 Jahre aushalten? So. Ehrlich gesagt, ich will auch keine 100 Jahre alt werden. Aber wenn man ein paar Schlücke trinkt, dann holt man sich ein paar Monate vielleicht. Vielleicht kommst du auf 80. Und? Schmeckt das? Das ist echt... Hey, ist total frisch, klares Wasser. Darf ich dir einen Schluck anbieten? Nach rund 2 Stunden auf dem Fluss erreichen wir die Kurstadt Ściavnica. Kurz bevor wir anlegen, verrät mir Bartek noch, dass er gerade eine Ausbildung zum Piloten macht. Grzegorz, vielen Dank. Okay, danke. Ich hoffe, du kommst wieder. Ich komme bestimmt wieder. Ich habe ja jetzt ein bisschen Lebenszeit dazu gewonnen von dem Wasser. Hat dir gut gefallen? Es hat mir sehr gut gefallen. Das freut mich auch. Gute Männer. Sehr gute Männer. Bartek, Bartek, vielen lieben Dank. Und darf ich dir noch eine Frage stellen? Wäre es möglich, mit dir zu fliegen? Ich denke schon. Versprochen? Versprochen. Cool, ich freue mich wirklich sehr. Dziękuję. An vielen Orten unserer Reise begegnen uns die Goralen mit ihrer einzigartigen Kultur und ihren eigenen Dialekten.
Wir folgen der Duna jetzt weiter und biegen dann nach Westen in Richtung Berge ab. In der waldreichen Region entdecken wir einzigartige Bauwerke. Kirchen fast ganz aus Holz, Zeugen von mittelalterlicher Zimmermannskunst. Unser nächstes Ziel, das Tatra-Gebirge, mit dem kleinsten Hochgebirge der Welt, der Hohen Tatra. Der höchste Gipfel der Region liegt auf 2655 Metern. Und am Fuße des Gebirges wartet eine Überraschung auf uns. Hallo Magda, schön dich kennenzulernen. Tschüss Ramon. Tschüss. Sprichst du Deutsch? Ja, ich kann Deutsch sprechen. Du sprichst ein bisschen Deutsch, wie schön. Ja, manchmal präferiere ich Englisch sprechen, aber das sage ich dir, wenn ich Probleme habe. Ja, nie umiem polskiego. Oh, schade. Hey, ich freue mich total, dich zu treffen, weil du mir heute ein bisschen die Bergwelt zeigen willst, ne? Ja, jetzt wir sind in Kuźnice und wir werden auf Kasprowy Wierch mit Seilbahn fahren. Kasprowy Wierch ist, wir nennen diesen Berg Heiliger Berg für polnische Skifahrer. Ja? Viele kommen hier im Winter, um Ski runterzufahren. Ich zeige dir meine liebsten Laufstrecken oben in den Bergen. Ich mache Skyrunning. Skyrun? Yes. Das wusstest du noch nicht? Naja, die Redaktion hat mir gesagt, dass wir irgendwas Verrücktes machen und ich andere Schuhe mitnehmen soll. Ja, ich liebe, in diese Berge zu laufen. Okay, ich freue mich total. Welcome. Let's go. Was genau es mit dem Skyrunning auf sich hat, das erfahren wir später. Magda Drzezinska stammt aus Zakopane und ist neben ihrem Job als Psychotherapeutin auch Guide im Tatra-Nationalpark. Und dort gelten strenge Regeln. Hier startet der Weg durch den Nationalpark. And the sign says Uwaga. Und hier steht gleich ein Schild, auf dem Achtung steht. Achtung. Genau, hier müssen wir aufpassen. Es bedeutet nicht, dass wir Angst haben müssen, aber wir müssen uns bewusst machen, dass wir jetzt das Territorium der Wildtiere betreten. Und dazu gehören auch zum Beispiel Braunbären. Und es ist durchaus möglich, dass wir heute einem begegnen werden. Ist das dein Ernst? Ich meine, ich habe vor meiner Reise etwas von wilden Tieren gelesen. Wölfe, Bären. Der Luchs lebt auch hier und eben die Bären. Wenn wir einem Bären begegnen sollten, dann nicht panisch werden. Werde nicht hektisch und bewege dich langsam. Es liegt nicht in seiner Natur, dich anzugreifen, aber er ist hier zu Hause und wir sind nur Besucher. Bist du schon mal einem Bären begegnet? Oh ja, schon sehr oft. Und ist es dann überhaupt möglich, nicht panisch zu werden? Also wenn ich darüber nachdenke, habe ich Angst, gar nicht zu wissen, was ich tun soll. Naja, es ist nicht wirklich möglich, keine Angst zu haben. Aber du kannst sie vor dem Bären verstecken. Du musst dich langsam bewegen und nach außen hin ruhig wirken. Der Bär ist ja kein Psychotherapeut und weiß erstmal nicht, was in dir vorgeht. Also erst mal entspannt bleiben. Und dann langsam weggehen. Okay, dann lass uns mal entspannt losgehen. Keine Sorge, Ramon. Diese Bären haben Ranger im Park gefilmt. Der Tatra-Nationalpark leistet Pionierarbeit. Die Naturschützer wollen den Lebensraum der Tiere bewahren und gleichzeitig Tourismus erlauben. Ein schwieriger Spagat, denn es gibt immer wieder Verletzte und sogar Tote. Und auch für die Bären können Begegnungen mit dem Menschen gefährlich sein. Ein Mann wollte mal einen jungen Bären füttern und mit ihm spielen, weil das Tier noch so jung und süß war. Aber das ist tricky. Auch ein junger Bär ist schon sehr stark. Und der junge Bär wollte mehr von dem Essen und fing an, den Mann mit den Tatzen zu kratzen. Dabei wurde der Mann auch ein bisschen verletzt. Und schließlich hat der Tourist solche Angst bekommen, dass er den kleinen Bären ins Wasser gedrückt hat. Der kleine Bär ist ertrunken. Der Mann wurde daraufhin von einem Gericht verurteilt, zwar nur zu einer Geldstrafe, aber das war einer der ersten Gerichtsprozesse in Polen, bei dem ein Tier von der Justiz gegen einen Menschen verteidigt wurde. Im Nationalpark gibt es viele Wanderwege, auch für Einsteiger.
Wir nehmen die Seilbahn auf den Gipfel des Kasprowy Wierch. Sie ist das ganze Jahr über in Betrieb. Die Fahrt auf rund 2000 Meter dauert knappe 10 Minuten und bietet einen spektakulären Ausblick. Das ist also der Aussichtspunkt. Ja, und von da drüben aus hast du einen der schönsten Blicke auf die Tatra. Wow. Hey, diese Aussicht macht mich total glücklich. So ein beeindruckender Ort. Wirklich schön. Circa 4/5 des Tatra-Gebirges liegen auf der slowakischen Seite. Der kleinere Teil gehört zu Polen. Auf dem Bergkamm gibt es viele Grenzsteine, aber auch die Slowakei ist EU-Mitglied und die Grenze ist offen. Wenn ich darüber schaue, dann denke ich nicht, oh, das sind nicht unsere Berge, das sind slowakische Berge. Das ist Quatsch. Es ist alles einfach die Tatra. So, und du willst jetzt mit mir Skyrunning machen? Ja, ich will mit dir in den Himmel laufen. Skyrunning ist im Prinzip wie Trailrunning, also das Laufen im offenen Gelände. Einziger großer Unterschied, man rennt auf Bergen, die über 2000 Metern liegen und die Steigungen mit mehr als 30% haben. Magda, du läufst wie eine Gazelle. Mann. Ich war noch nie mit einer Profisportlerin joggen. Boah, ist noch mal eine ganz andere Kiste, hä? Hui. Die dreifache Mutter ist unter anderem Vize-Weltmeisterin im Skitourengehen und hat schon Gipfel in über 7000 Metern Höhe bestiegen. Wenn du bergab rennst, versuch deine Beine zu entspannen. Es klingt wirklich paradox, aber versuche deinen Körper und vor allem die Beine locker zu lassen. Stell dir vor, du würdest wie ein kleines Mädchen durch eine bunte Blumenwiese rennen. Ohne Sorgen und ganz befreit. So ungefähr. Und versuch die ganzen Steine und Felsen auszublenden. Das ist mein erster wichtiger Tipp. Oh yeah, it works. Kleines Mädchen auf der Wiese. Ein kleines Mädchen auf der Wiese. Oh, die macht mich fertig. Die Magda macht mich fertig. Heidebimmel. Oh wow. Oh wow. Atme. Ja. Wow, what a great place. Was bedeutet dir das Skyrunning? Du meinst für mich persönlich? Ja, welche Gefühle gibt es dir? Das ist eine schwierige Frage. Es gibt mir so viele Gefühle gleichzeitig. Manchmal, wenn ich mich mal nicht so gut fühle, dann ziehe ich mir die Laufschuhe an und mache hier oben eine Runde und alle Sorgen sind sofort weg. Beziehungsweise sie lösen sich bei diesen wunderschönen Ausblicken einfach auf. Es werden jede Menge Endorphine ausgestoßen und dadurch bekomme ich ganz viele schöne Gefühle und Freude. Manchmal fühle ich mich auch wieder wie ein kleines 10-jähriges Mädchen, das gerade irgendwas spielt. Es erinnert mich dann an all die schönen, unbesorgten Momente aus der Kindheit. This way. Wow. Das gibt's ja nicht, Magda. No way.
Nice to see you guys. Hey, wie schön euch kennenzulernen und meine herzlichsten Glückwünsche. Stollard. Stollard. Wo seid ihr her? Aus Lodz. Magda, wo liegt dieser Ort? Das liegt mitten in Polen, in der Nähe unserer Hauptstadt Warschau. Nähe Warschau. Ich habe eine Frage, aber vielleicht kannst du sie auf Polnisch stellen, damit sie auf Polnisch antworten. Wenn sie aus... You want me to marry you? Du willst, dass ich dich heirate? Liebe Freundin zu Hause, tut mir leid. Ja, ich will. Sorry, Husband. Lieber Ehemann, auch mir tut es leid. But we do that later. Aber das machen wir später. Die beiden kommen also aus der Mitte von Polen. Gibt es für Sie einen Unterschied in der Mentalität der Menschen bei Ihnen zu Hause und bei denen aus dem Süden? Okej, czy widzicie różnicę, jesteście ze środkowej Polski, czy widzicie różnicę w mentalności ludzi tutaj i tam, na północy, w środkowej i centralnej Polsce? Ja, die Goralen. Bei uns zu Hause ist es meist hektisch und vieles dreht sich nur um die Arbeit. Hier bei den Goralen in den Bergen ist das anders. Hier herrschen Stille und Ruhe. All the luck. Euch nochmal alles Gute für eure gemeinsame Zukunft und ein schönes Leben. Have a good life, enjoy it. Und ich hoffe, dass nicht zu viele Fliegen auf euren Hochzeitsfotos drauf sind. Macht's gut, ihr beiden. Und was ist jetzt mit uns beiden? Bei der nächsten Wanderung, Magda. Okay? Wir heiraten bei der nächsten Wanderung. Bye, bye. Verabschiedungszeit. Verabschiedungszeit? Ja, leider. Ja. Ich laufe jetzt einfach den Weg. Ja, hoffentlich triffst du keine Bären, aber es kann gefährlich sein, wenn du Mutter mit kleinen Bären triffst. Ja? Weil sie aufpassen auf sie. Ja, wie jede Mutter. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Magda muss schnell zurück zu ihrer Familie und fährt mit der Seilbahn runter. Aber wir bleiben in den Bergen und schlafen in einer Hütte, die wir nur zu Fuß erreichen können. Auf dem Weg treffen wir zwar keine Menschen, aber wir scheinen trotzdem nicht alleine zu sein. Ich bin ja kein Wildnisexperte, aber das hier sieht für mich wie eine kleine Bärenspur aus. Also 1, 2, 3, 4, 5. Eine kleine. Vielleicht hat Magda doch nicht nur versucht, Angst zu machen. Ich glaube, es ist Zeit, in die Hütte zu laufen. Die Hütte hat das ganze Jahr über geöffnet und bietet neben Speisen und Getränken auch Übernachtungsmöglichkeiten. Prost. Abgefahrener Tag. Den lassen wir jetzt hier als Team mal schön in Ruhe ausbrechen. Unser nächstes Ziel ist der bekannte Wintersportort Zakopane am Fuße des Tatragebirges. Die Sprungschanze ist vermutlich die Hauptattraktion für Besucher in Zakopane. Und du bekommst jetzt eine exklusive Führung. Vom Chef der Schanze. Vom Boss. Wie viele Menschen passen hier ins Stadion rein? Es kommt darauf an, aber in der Regel 30.000 bis 40.000 Menschen, die hier unten sitzen und da oben auf den Tribünen. Und die sind ganz schön laut. Es ist wirklich ein einmaliges Erlebnis, das nicht nur im Fernsehen zu erleben, sondern hier vor Ort, wo du die ganze Atmosphäre mitbekommen kannst. Skispringen ist in Polen Nationalsport, so wie Fußball. Seit Ende der 1990er Jahre macht hier jedes Jahr im Winter der Skisprung-Weltcup Station. Besucher können das ganze Jahr über hinter die Kulissen dieser legendären Schanze blicken.
Just enjoy the views. Genieß die Aussicht und schau lieber nicht nach unten. And don't look down. Don't look down. Don't look down. Die Skispringer fahren genau mit diesem Lift zum Absprung. Nicht nur für sie ein ganz besonderes Erlebnis. Wir gehen jetzt zum sogenannten Coach Nest. Ah, das ist da, wo die Trainer immer stehen. Das ist ein spezieller Ort. Von hier aus können Sie sehen, wie Ihre Springer am Schanzentisch abspringen. Aha. Und von hier geben die Trainer dann immer dieses Startsignal an ihre Springer, richtig? Ja, genau. Man sieht ja im Fernsehen, wie sie hier mit ihrer kleinen Flagge wedeln und die Springer loswinken. Das passiert genau hier. Und wenn du nach links guckst, kannst du sehen, wie sie landen. Vom Schanzentisch fliegen die Springer in Richtung der Zuschauermenge. Der Schanzenrekord liegt bei 142 Metern. Hier musst du vorsichtig sein und bei jedem Schritt aufpassen, denn der Weg runter ist sehr lang. Das ist ja der Wahnsinn. Und was für eine tolle Aussicht. Ja, die ist echt beeindruckend, die Aussicht. Und es gibt einem ein Gefühl davon, wie groß das hier alles ist. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie du dich fühlst, wenn du über das alles drüber fliegst. Und wenn die abspringen, dann sind die ja wahnsinnig hoch. Ja, sehr hoch. Und du musst dir das Stadion jetzt noch mit 40.000 Menschen vorstellen, die dir alle zuschauen. Hey, ich kannte das bisher nur aus dem Fernsehen, aber in Wirklichkeit ist es ja noch mal viel beeindruckender. Na, dann komm mal zu einem Springen. Zwischen Juni und September kann man sogar auf Gummireifen den Hügel herunterrutschen. Mit bis zu 140 Stundenkilometern. Statt bergab geht's für uns jetzt aber weiter bergauf. Brief. Atmen nicht vergessen. Ja, ich bin ja dabei. Tired? Bist du erschöpft? Nee, ich dachte nur gerade, wie fit die Skispringer sein müssen. Das müssen sie sein. Jetzt dreh dich um und genieße die Aussicht. Das ist verrückt. Aber ich könnte mir niemals vorstellen, mich mit Skiern hier runterzustürzen. Hast du das schon mal gemacht? Nein, das ist nichts für mich. Wir treffen jetzt aber einen Mann, dem das gar nichts ausmacht. Kamil Stoch, einer der erfolgreichsten Skispringer aller Zeiten. Er gewann unter anderem 3-mal die Vierschanzentournee. Es ist Gold für Kamil Stoch. Und hat insgesamt 3 olympische Goldmedaillen geholt. When I'm preparing for my jump, I'm watching here. I'm watching the area where I grew up. Wenn ich mich hier auf meinen Sprung vorbereite, dann schaue ich auf den Ort, wo ich aufgewachsen und wo ich zur Schule gegangen bin. Am unteren Ende von Zakopane bin ich zur Highschool gegangen. Da unten ist auch die Galerie mit meiner Trophäensammlung. Nur ungefähr 300 Meter von hier. Ich sehe also viele vertraute Orte von hier oben. Kamil Stoch wurde in Zakopane geboren. Einen Grund für seinen Erfolg sieht er auch in seiner goralischen Herkunft. Die Goralen haben nicht nur mit den harten Wintern zu kämpfen. Sie müssen das ganze Jahr über kämpfen. Es ist für die Bergbauern schwierig, die Böden zu bearbeiten. Daher sind sie vom Wesen her robuster. Und deswegen sagen mir viele Trainer, mit denen ich zusammenarbeite, oh, du hast den Charakter eines Bergbewohners. Du kriegst es hin und gibst nie auf. Und ich glaube, dass das im Sport eine wichtige und fördernde Eigenschaft ist. Po prostu dajesz radę i nigdy się nie poddajesz. Tak, i uważam, że w sporcie to jest bardzo pomocne. I remember that I had 2 big helmets. Ich erinnere mich noch sehr genau an meinen ersten Sprung, weil ich einen viel zu großen Helm auf hatte. Ich musste mir den Helm mit 2 oder 3 anderen Springern teilen. Wir mussten uns abwechseln.
Und als ich dran war, ist der Helm beim Absprung nach vorne über meine Augen gerutscht. Und ich habe nichts gesehen. Und erst als ich gelandet war, ist der Helm zurückgerutscht. Und ich konnte wieder sehen. Ich kann mich also nicht mehr an die Zeit in der Luft erinnern und wie lange ich da oben war. Aber es hat sich trotzdem gelohnt. Nice story. So, Ramon, genieß noch mal den Ausblick. Und dann konzentriere dich auf die nächsten Schritte. Hast du deine Skier dabei? Ja, die habe ich leider unten vergessen. Das ist echt schade, denn die Bedingungen für einen Sprung sind perfekt. Dann setz dich mal neben mich. Man. Just sit here. Oh, das ist aber ganz schön rutschig hier. Ja, das ist es. Also sei vorsichtig. Hey, das ist ein großartiges Gefühl. Also klar, auch ein bisschen beängstigend und ich zittere ein bisschen, aber das fühlt sich echt super an. Kamil hat noch einen Ausflugstipp für uns abseits der Berge. Es gibt hier wirklich viele schöne Orte zu entdecken. Aber wart ihr schon in Krakau? Ja, da wollen wir noch hin. Krakau ist mein absoluter Lieblingsort in Polen. Ich habe da ein paar Jahre studiert und gelebt. Und das war echt eine tolle Zeit. Krakau liegt etwa 2 Autostunden von Zakopane entfernt. Die Stadt mit ihrem mittelalterlichen Kern gilt als die kulturelle Hauptstadt Polens. Wir lernen aber nicht nur die bekannten Sehenswürdigkeiten kennen, sondern auch echte Geheimtipps. Fürs Erste verlassen wir die Berge also, kommen aber später noch einmal zurück. Wir treffen eine Krakauerin, die uns ihre Lieblingsorte in der Stadt zeigen möchte. Cześć, Monika. Ich freue mich total, eine Stadtführung mit dir zu machen. Ich freue mich ebenfalls. Ich komme nämlich aus den Bergen, aus der Tatra. Und ich habe mir sagen lassen, dass Krakau noch mal eine ganz andere Erfahrung sein soll. Natürlich, es ist weniger Natur, aber mehr Stadt. Sogar eine Großstadt. Aber das, was ich dir heute zeigen möchte, ist Krakau als eine alte Stadt mit einer alten Architektur, die teilweise über 600, 900 sogar Jahre alt ist. Wir treffen uns jetzt hier direkt vor der Statue von Papst Johannes Paul II. Ihr seid irgendwie sehr stolz auf ihn, ne? Natürlich, er ist für die Polen ein großer Nationalheld. Er war für uns Papst und als Papst auch sehr wichtig, aber auch ein Nationalheld, bekannt für den Kampf um Freiheit zu der kommunistischen Zeit. Das Denkmal steht hier auch nicht ohne Grund. Wir sind ja nicht nur hier am Denkmal, sondern auch an der Krakauer Kathedrale. Und bevor Johannes Paul II. Nach Rom zog, war er Erzbischof hier in Krakau und das war seine Kirche. Okay. Karol Wojtyła, der spätere Papst Johannes Paul II., war mehr als 20 Jahre in Krakau tätig. Von 1964 bis 1978 war er Erzbischof in der Wawel-Kathedrale von Krakau, dann wurde er zum Papst gewählt. Bis heute ist die Mehrheit der Menschen in Südpolen katholisch. Gleich neben der Kathedrale liegt das Wawel-Schloss, das zu den kulturell bedeutendsten Orten Polens zählt. Am Fuße des Wawelhügels beginnt an diesem Platz eine der ältesten und malerischsten Straßen der Stadt. Oh, wow. Ein schöner Blick. Ja, total. Und eine Erklärung, warum Krakau manchmal kleines Rom genannt wird. Ja. 2 Kirchen dicht nebeneinander. Oft sieht man 3 sogar. Dort, wo die Säule steht, stand früher auch eine Kirche. Die Kirche auf der rechten Seite heißt die Andreaskirche und es ist die älteste Kirche Krakaus. Eine
Kirche und eine Festung zugleich. Und dicht daneben steht die Peter- und Paul-Kirche. Die sieht wahnsinnig schön aus, finde ich. Es ist auch die älteste Barockkirche Polens. Die Kirche ist jetzt bekannt für Konzerte. Jeden Abend finden dort Konzerte statt. Und wir schätzen immer, sie sei die kleinste Kirche Krakaus, weil sogar die Apostel draußen stehen müssen. Diese 12 Herren draußen. Ja, und hier haben wir unsere lokale Spezialität. Das sind die Krakauer Brezel. Brezel? Ach, wir nennen sie auf Polnisch Obwarzanki. Aber auch manchmal Brezel. Ja, so Ringe eigentlich. Es ist Weißbrot. Sie sind nicht süß, sie werden mit Mohn, Sesam oder Salz verkauft. Ich habe sie mittlerweile auch in den anderen Städten gesehen, aber auch dort heißen sie die Krakauer Brezel und dort bekommt man sie nicht überall und hier wirklich an jeder Ecke. Obwarzanki. Obwarzanki, ja. Cześć. Cześć. Was heißt denn, können wir gerne 2 davon haben, auf Polnisch? Poproszę 2. Proszę 2 Obwarzanki. Gerne. Die Obwarzanki gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, dann denke ich auch an Obwarzanki. Diese hier sind von der ältesten Bäckerei der Stadt gebacken. Sie sind nicht mehr so frisch wie heute Morgen, aber immer noch sehr gut. Das ist gut, es ist nur ein bisschen süß, hat einen Sesamgeschmack, hat für mich aber als Wahlschwabe mit so einer Brezel ehrlich gesagt gar nichts zu tun. Ja, es ist auch Obwarzanek. Krakauer Brezel. Der Rynek Główny ist quadratisch angeordnet, 200 Meter lang und breit. Im Mittelalter wurden in der Markthalle Stoffe verkauft. Heute vor allem Souvenirs und lokale Handwerksprodukte. Wir müssen aber schnell weiter, denn zu jeder vollen Stunde findet hier ein ganz besonderes Ereignis statt. Es wird gespielt in 4 Himmelsrichtungen aus 4 verschiedenen Fenstern. Wenn er beginnt, dann spielt er aus einem Fenster hier über uns. Deswegen bleiben wir hier kurz stehen und wir hören die Trompete. Erstmal die Glocke. Jetzt hören wir schon die Glocken, genau. Und dann die Trompete. Krzysztof Krawczyk ist einer von nur 7 sogenannten Hejnaliści, die vom 82 Meter hohen Turm der Marienkirche spielen. Ich denke die ganze Zeit, dass ich mich auf keinen Fall verspäten darf. Und der größte Albtraum eines Hejnalista ist, wenn man mal eben ein Nickerchen macht, selbst zu Hause, und dann wach wird und denkt, dass man den 12-Uhr-Dienst verschlafen hat. Denn das ist die wichtigste Stunde des Tages für uns, weil unser Spielen im Radio in ganz Polen übertragen wird. Die Tradition gibt es seit dem 14. Jahrhundert. Die Hejnaliści spielen abwechselnd in 24-Stunden-Schichten. Hier oben spielen zu dürfen, erfüllt mich mit Stolz und Zufriedenheit. Für mich ist es die Erfüllung meines größten Traums. Als ich Trompete gelernt habe, war eine der ersten Melodien der Hejnal Mariacki. Und ich hätte es nie für möglich gehalten, dieses Stück heute hier oben zu spielen. Wirklich eine große Ehre. Das stündliche Trompetensignal Hejnał Mariacki soll an die heldenhafte Verteidigung Krakaus gegen die Tataren im Jahr 1241 erinnern. Die Melodie kennen fast alle Polen seit ihrer Kindheit. Mein Vater hatte manchmal den Wunsch, dass ich abends, wenn es dämmerte, vom Balkon unseres Hauses den Hejnal spielen sollte. Und wir haben in einer hügeligen Region gewohnt, so dass mein Hejnal Mariacki durch das ganze Dorf zu hören war. Die heutigen Trompeter arbeiten alle für die Krakauer Feuerwehr.
Wer hier oben spielen will, muss polnischer Staatsbürger sein und einen Höhenangst- und Fitnesstest bestehen. Das abrupte Ende ist übrigens kein Fehler beim Spielen. Es erinnert an den Angriff der Tataren, bei dem, der Legende nach, der Trompeter von einem Pfeil der Angreifer getroffen wurde. Wir fühlen uns wohl auch im Zentrum der Stadt. Deswegen sieht man hier auf dem Marktplatz nicht nur Touristen, sondern auch viele Einheimische. Was ist so die Mentalität von Krakauerinnen und Krakauern? Na, wir sind, wie gesagt, große Lokalpatrioten. Ja. Um echter Krakauer zu werden, muss man in Krakau 150 Jahre wohnen. Das sind also Generationen, ja. Ja, die anderen mögen uns wahrscheinlich nicht. Viele behaupten, dass wir arrogant sind, was natürlich überhaupt nicht stimmt. In Krakau macht man alles pomału, pomału. Das heißt... Pomału? Ich war mal in Kroatien, da hat man auch Pomalo, hat man dort immer gesagt, in Dalmatien. Ja, pomału, pomału heißt langsam, langsam. Einfach gemütlich. Schön pomału. Und ganz pomału entführt uns Monika in eines ihrer Lieblingsrestaurants. Dort gibt es polnische Spezialitäten, modern interpretiert. Dziękuję. Thank you so much. Thank you. Pierogi. Ja, die polnischen Teigtaschen. Sie erinnern mich ein bisschen an meine Kindheit. Ich hatte früher einen guten polnischen Freund und bei seinen Eltern zu Hause gab es auch mal Pierogi. Wirklich? Mhm. Die sind aber hier, die sehen ja besonders aus. Das ist rote Beete wahrscheinlich, ne? Ja, nehme ich an. Ich weiß überhaupt nicht, was es drin gibt. Das ist auch eine Überraschung für dich. Ja, es ist auch eine Überraschung für mich. Es gibt 3 traditionelle Sorten, aber hier sehe ich mehr. Also ich nehme an, dass das Füllung unterschiedlicher Art ist. Was sind die traditionellen Sorten? Die traditionellen sind mit Fleisch. Schwein wahrscheinlich? Ja, ja. Mit Sauerkraut oder Kohl und Pilzen. Okay. Und die dritte Sorte mit Quark, gekochten Kartoffeln und Zwiebeln. Jeden Sommer findet in Krakau das Pierogi-Festival statt, bei dem Restaurants aus dem ganzen Land gegeneinander antreten. Dieses Restaurant hat schon mehrfach gewonnen. Die Inhaber lassen sich immer neue Füllungen für die Teigtaschen einfallen. Es erinnert mich nämlich auch so ein bisschen an unser schwäbisches Nationalgericht. Kennst du es? Ja, Maultaschen. Die Maultaschen, genau. Ja. Oh, ist sehr gut. Ja. Einfach sehr ausgewogen, der Geschmack. Probiere ich doch mal so eine rote Gewinner-Pierogi hier. Ist bestimmt, ja, ist rote Beete. Also doch rote Beete, ja. Ja. Die ist toll. Wirklich? Die musst du probieren. Als Hauptspeise gibt es Bigos. Eine herzhafte Mischung aus Sauerkraut, frischem Kohl, verschiedenen Fleischsorten und Gewürzen. Gut, ja. Und dann mit Brot auch. Bigos wird lange gekocht. Ja, also wirklich, man braucht viel Zeit und viel Geduld. Der Grund für den früheren Wohlstand Krakaus hat vor allem einen Ursprung. Er liegt etwa 13 Kilometer südöstlich der Stadt. Już? Okay, dann bitte steigen wir dann ein. Ne?
So bitte, die Gäste zuerst? Okay. Ja, die Gäste zuerst. Telefon. Ja, das ist so für unsere Tage an. Und es fährt 4 Meter pro Sekunde. Wie schnell? Signal? Ja, so schnell. 4 Meter pro Sekunde. 4 Meter pro Sekunde, okay. Kornelia Puzdrowska zeigt uns die über 700 Jahre alte Salzmine. Mit dem Salzhandel wurde viel Geld verdient und die Arbeit unter Tage war hart. Die polnischen Bergleute grüßen sich Szczęść Boże, die Deutschsprachigen sagen Glück auf. Glück auf. Genau. So wie sagt man auf Polnisch? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże, perfekt. Okay. Haben Sie Polnisch schon gelernt? Vielleicht. Vielleicht. Durch die Mine führen verschiedene Wege wie die Bergmanns- und die Pilgerroute. Wir nehmen die beliebteste Strecke, die sogenannte Touristenroute. Wieliczka ist in Polen bekannt. Sehr bekannt, oder? Sehr bekannt, sehr populär. Und es gibt auch so ein Lied mit dem Salz und Wieliczka verbunden. Das weiß, ich denke, jeder in Polen, wo es Wieliczka und das hier Salz gefördert ist. Kannst du das Lied singen? Oder ist es nicht mehr. Pieniążki, kto ma, ten jedzie do Wieliczki, a kto pieniążków nie ma, ten palcem do solniczki. Und was heißt es? Das heißt es, wer reich ist, dann fährt hier nach Wieliczka. Wer kein Geld hat, dann steckt sein Finger im Salz zu Hause. Die Arbeit hier war gefährlich. Der Glaube an Gott hat den Bergleuten Hoffnung und Kraft gegeben. Moment, ich muss ein Licht anmachen. Das ist ja stopp. Warte, bitte. Insgesamt gibt es über 50 Gebetsorte und kleine Kapellen in der Mine. Alle von den Bergleuten aus Salz gebaut. Schau mal bitte, so sehen die Wände. Die Wände sehen dunkel aus, weil das ist kein Licht von außen. Wie gesagt, das sind Stücke im Erde. Und wenn es beleuchtet ist, sieht das so aus. Es ist ganz hell und durchsichtig. Das ist durchschnittlich 95% Natriumchlorid in den Wänden. Oh, wow. Ja, sieht schön aus. Sieht toll aus, ja. Als Besucher verliert man schnell das Gespür dafür, wie tief und wo man ist. Wir sind 64 Meter unter Tage. Mit diesen Treppen gehen wir bis 2. Säule, bis 90 Meter tief. Die Schichten der Arbeiter dauerten bis zu 12 Stunden. Und unter Tage musste durchgehend gearbeitet werden. Durch den Abbau von Salz wurde Methangas freigesetzt, weshalb es ständig die Gefahr von Explosionen gab. Die krochen am Boden, am langen Stocken haben die Fackel und die versuchen Methan auszubrennen, täglich. Immer von den anderen Arbeitern sind die reingekommen, kamen vom Methan befreit. Je öfter die reinkommen, desto besser. Aber trotzdem, es passierte, dass die reinkamen und es ist mehr als 5%. Und dann explodiert's. Während der Explosion Temperatur steigt bis 2000 Grad, ist kein Sauerstoff in der Luft. Da haben die keine Chance. Oh, wow. Viele Menschen starben in der Mine. Genaue Zahlen gibt es keine. Die Bergleute bauten auch deswegen unterirdische Kapellen, um Schutz zu erbitten. Fast 70 Jahre brauchten die Bergleute, um diese Kapelle zu Ehren ihrer Schutzpatronin, der heiligen Kinga, zu bauen. Alles hier ist aus Salzgestein. Ich habe ja gerade gedacht, bei der ersten Kapelle, das ist ein besonderer Ort, aber das ist ja hier ist es wirklich phänomenal. Und schau mal hier die ganzen Figuren. Alle Figuren, alles ist aus Salz. Auch dieses Boden, man braucht nur diesen Muster, diesen Spur machen. Es war hier Salz und das hat man es vorbereitet. Es war normale Kammer, man hat hier 40 Jahre Salz gefördert. Das war 19. Jahrhundert, alles handgearbeitet. Und entstand dieses Raum, so groß in dieser Gestalt. Und dann sind die Bergleute an die Idee gekommen, eine Kapelle hier einrichten. Und das hat ihm fast 70 Jahre genommen, bis das meistens fertig war. Es waren aber unheimlich talentierte Bergleute, die das gemacht haben. Jedes Jahr kommen weit über 1 Million Besucher in die Mine.
Und für Frühaufsteher gibt es eine ganz besondere Möglichkeit, um diesen Raum in Ruhe zu erleben. Jeden Sonntag ist Gottesdienst, es ist ganz früh morgen, um 7 Uhr. Ne? Um 7 Uhr morgens? Um 7 Uhr morgens, da muss man früh aufstehen. Man muss da oben sich vor 7 melden, weil man muss hier runterkommen. Ne? Und dann so Gottesdienst. Wenn die Touristen kommen, es ist schon vorbei, es ist schon die Stühle schon aufgeräumt. Warst du schon hier bei den Gottesdiensten dabei? Ja, war ich ein paar Mal, einmal um 7 Uhr. Wie fühlt sich das an? Naja, vielleicht einige Leute haben früher geglaubt, dass unter Tage hört man die Menschen besser. Ne? Vielleicht die Verbindung mit dem Gott ist besser vom Untertage, wer weiß. Der Bergbau hat nicht nur unter, sondern auch über Tage seine Spuren hinterlassen. Hier hat sich das Grundwasser abgesenkt und unter anderem so entstand die einzige Wüste in Mitteleuropa. So heiß wie in der Sahara wird es hier nie, aber im Sommer kann sich der Sand auf bis zu 60 Grad erhitzen. Wir kehren zurück nach Krakau und wollen die Stadt etwas abseits der üblichen Touristenpfade entdecken. Uns erwartet eine Ostalgietour der etwas anderen Art. Hey, where are you going? First time in Krakow? Yes, first time in Krakow. No, I don't need anything. Yeah, 35. Yeah, it's 35. This is 50. Yeah, Prada original. Yeah? You selling stuff here? I got films. Yeah, I got movies. Yeah, I got Bruce Lee and German erotic movies. Yeah, recorded tonight. Yeah. Come on, it's tourist. Let's go behind the corner. People shouldn't see. Mal gucken, was noch so im Gepäck hat. Was ist das denn jetzt? They left kiss inside, yeah? The idiots, yeah? They left morons kiss. We got the limo, yeah? Let's go. Hey, come on. Let's go on the trip? Let's go, yeah. Let's go. Come on. We got the limo. Hurry up. They can be back, yeah? Here, yeah. Wenn man schon mal eingeladen wird auf eine komische Party, dann sollte man die Einladung doch annehmen, oder? You mean it really? Go inside. Yes. Okay. Let's go on an adventure. Tomasz ist ein selbsternannter Crazy Guide. In seiner Rolle möchte er Besuchern nahebringen, wie sich Krakau in seiner Kindheit für ihn angefühlt hat. Und das macht er auf seine ziemlich eigene Art. Alle gucken. Ah, wo bin ich hier gelandet? Ich bringe dich nach El Dorado, den Stadtteil Nowa Huta. Tomasz ist in Nowa Huta aufgewachsen, einem Krakauer Stadtviertel, das mit seiner sowjetischen Architektur an die kommunistische Ära Polens erinnert. Nowa Huta könnte man als positiven Nebeneffekt des Kommunismus sehen. Der ganze Stadtteil wurde zentral geplant und es war für alles gesorgt. Ich nenne das menschenfreundliche Extras. Du hattest Schulen in der Nachbarschaft, Kindergärten, Spielplätze und medizinische Versorgungszentren und natürlich Luftschutzbunker. Für alle Fälle. Für den Fall, dass unsere verdammten Imperialisten aus Amerika uns angreifen wollten. Tomasz wurde 1978 geboren und hat während des Kalten Krieges hier im Viertel gewohnt. Lange Zeit war das Image des Viertels eher düster, schmutzig und uninteressant. Das möchte er durch seine Touren ändern. Willkommen im El Dorado. Thank you. Dem Gangsters Paradise. Gangsters Paradise, yeah. Gangsters Communists keep standing, modern life, living in the communist. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. Hier siehst du das Ergebnis des Kalten Krieges.
Das ist übrig geblieben. Der Notausgang der Luftschutzbunker. Bis heute ist die Tür offen und ist mit den Kellern der umliegenden Häuser verbunden. Der Tunnel ist kurvig gebaut, damit die Schockwelle der Bombe gebremst werden kann. Nach einem möglichen Bombenangriff wäre das hier der einzige Ausgang. Aber lass uns weitergehen und was Schöneres anschauen. Nowa Huta wurde 1953 in nur 10 Jahren erbaut, mit dem Ziel, industrielle Produktion und sozialistische Werte zu fördern. Ich erinnere mich natürlich an Lenin. Auf dieser Grünfläche vor dir stand eine riesige Statue von ihm. Ah, diese Statue stand hier vorne. 10 Meter hoch und sein Bauch hatte ein richtiges Sixpack. Aber das war alles Fake, denn eigentlich war er total dürr und klein. Und unten stand in großen Lettern, dass Nowa Huta das Werk von Lenin sei. Noch so ein Propagandaschwachsinn. Als die Sowjetunion zusammenbrach, war ich 11 Jahre alt. Und als sie die Statue abrissen, hing sie an einem Kran. Und du siehst auf dem Bild, wie groß sie war. Und am nächsten Morgen bin ich morgens hierher und habe mir ein Stück des Sockels von der Statue auf den Rücken gepackt. Und bin so nach Hause gelaufen. Das Teil war total schwer und wir wohnten 2 Kilometer entfernt von hier im 9. Block. Die Wohnung war im 4. Stock und ich bin die Treppen hochgestiefelt. Meine Mutter stand schon in der Tür und hat mir zugeschaut, wie ich mich hochquälte. Als ich oben ankam, sagte sie sinngemäß, „Bist du verrückt geworden? Was trägst du da mit dir rum?" Und ich so, „Mami, ein Stück der Lenin-Statue als Souvenir." Und dann bedankte sie sich und sagte mit einem Lächeln im Gesicht, dass sie ihr ganzes Leben auf so ein schönes Geschenk gewartet hätte. Dann hat sie es auf den Balkon verbannt, aber kurze Zeit später fing sie an, den Stein zu benutzen, um das Sauerkraut auszudrücken. Was Tomasz hier humorvoll verpackt, hat natürlich einen geschichtlichen Hintergrund. Denn Nowa Huta war Ende der 80er Jahre einer der zentralen Orte für den Widerstand gegen das kommunistische Regime. Die Proteste gingen auch von den Arbeitern des ehemaligen Lenin-Stahlwerks aus. Den größten Boom hat das Stahlwerk in den 70ern erlebt. Bis zu 7 Millionen Tonnen Stahl wurden hier produziert und damit mehr als in ganz Australien zusammen. Und das pro Jahr. Völlig verrückt. Nur in dieser Fabrik? Nur hier. Hier haben 40.000 Menschen gearbeitet. Meine Mom hat auch hier gearbeitet. Als Computerprogrammiererin hat sie später als Ingenieurin promoviert. Sie war dadurch noch mal wichtiger als andere für das sowjetische System. Und deswegen bekam sie damals auch eine Wohnung hier. Mein Vater war zu der Zeit ein unabhängiger Anwalt. Das war natürlich unwichtig im kommunistischen System. Aber zu dem Zeitpunkt war man schon besser gestellt, wenn man hier gearbeitet hat. Nach dem Ende des Kommunismus galt Nowa Huta lange Zeit als Brennpunktviertel. Auch das parodiert Tomasz in seiner Rolle als Crazy Guide. Zum Abschluss der Tour bringt er uns in eine angesagte Szenebar, in der sich bis heute kaum etwas verändert hat. Hier treffen wir Tomasz' Kollegen und Gründer der Crazy Guides, Crazy Mike. Wir haben uns damals nicht arm gefühlt. Klar, wir wussten irgendwie, dass es im Westen bunter war, aber wir waren nicht traurig. Aber um dir ein Beispiel zu geben, wie anders das Leben damals war, an Weihnachten haben uns Verwandte aus dem Westen keine Geschenke geschickt, sondern nur die Kataloge von Spielzeugherstellern, in denen die Bilder und die Preise abgedruckt waren. Und alleine das Anschauen des Katalogs war für uns, oh mein Gott, die haben 25 verschiedene Lego-Bausätze, oh mein Gott, 20 verschiedene Puppen. Und deine Freunde haben dich extra besucht, nur um mit dir den Katalog anzuschauen. Let's have the Polish espresso. 3 cups. Zum Wohl. Prost und vielen Dank für diesen spannenden Trip. Ich mag den Geschmack von Wodka am Nachmittag. Die Tour mit den Crazy Guides, ein cooles Erlebnis. Krakau mal ganz anders.
Here come the hot stepper, murderer, I'm the lyrical gangster, murderer, become the crew in the area, murderer, still love it again, murderer. Wir lassen Krakau erst einmal hinter uns und reisen nochmal in Richtung Tatragebirge. Dort erkunden wir glasklare Bergseen und lernen eine kulinarische Spezialität der Goralen kennen. Wir wollen die Bergseen des Tatragebirges entdecken. Doch unser Wanderführer Jacek Żirba-Jasinski befürchtet ein Gewitter. Hier in den Bergen der Tatra sind wir komplett vom Wetter abhängig. Wir leben im Rhythmus der Natur, ob wir wollen oder nicht. Und Gewitter und Stürme sind nun mal die gefährlichsten Dinge, die dir in den Bergen begegnen können. Denn die Blitze, wie du weißt, suchen sich immer die höchsten Orte, wie die Gipfel der Berge. Aber lass uns noch 10 bis 20 Minuten warten. Vielleicht hat das Gewitter bis dahin aufgehört. Das Gewitter ist nicht die einzige Gefahr. In der Tatra kann es auch im Sommer immer schneien. Es gibt keinen Monat im Jahr, in dem es über 1500 Meter nicht schneien kann. Sogar im Sommer? Manchmal sterben hier Menschen, weil sie mitten im Sommer in einen Schneesturm geraten. Nach etwa einer halben Stunde ist das Gewitter vorbei. Jacek ist in Zakopane geboren und kennt sich im Gebirge bestens aus. Als Guide des Tatra-Nationalparks weiß er, warum das Gebirge so beliebt ist. Alles liegt ganz nah beieinander. Hier kannst du eine klassische alpine Berglandschaft sehen. Das gleiche wie in den Alpen, nur viel kleiner. Der letzte Gletscher ist vor 10.000, 12.000 Jahren geschmolzen und hat das Tal geformt. Du könntest all die Berge der Tatra nehmen und sie in ein Tal in den Alpen stecken. Und niemand würde es bemerken. An der engsten Stelle ist die Tatra noch nicht mal 9 Kilometer breit. Du kannst also theoretisch die ganze Tatra in einem halben Tag durchqueren, ohne müde zu werden. Die gleiche Landschaft, die gleiche Entstehungsgeschichte wie bei den Alpen, nur eine Nummer kleiner. Nach etwa einer Stunde erreichen wir den ersten See. Wow. Cześć. Cześć. So schön. Das ist Freiheit, Jacek. Hm? Wenn der Wind aus der richtigen Richtung kommt, können hier sogar Wellen wie am Meer entstehen. Und auch das entsprechende Rauschen dazu. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Schwimmen ist in den Seen des Nationalparks verboten. Das sensible Ökosystem soll geschützt werden. Wir haben mehrere sogenannte schwarze Seen in der Tatra. Man nennt den See also Schwarzen See. Ja, das ist wegen ganz kleiner Lebewesen im Wasser, die schwarz sind. Du kannst sie am Ufer auch sehen. Und dadurch reflektiert das Licht nicht. Aber das Wasser ist total klar. Und du kannst bis zu 12 Meter tief sehen. Denn es gibt hier weder Fische noch Pflanzen im Wasser. Es ist kristallklar. Ich bin hier aufgewachsen und als ich 16 war, hatte ich jeden Gipfel hier schon einmal bestiegen. Und dann dachte ich mir, Tatra-Guide zu werden bis zu meinem Lebensende ist der einzig logische Schritt. Und es ermöglicht mir, Momente wie diesen mit euch teilen zu dürfen. Es ist ein wirklich toller Tag.
to meet you guys and to have such great day. Hey, das sind jetzt die Wolken, Jacek. Ja. Guck mal da, die kommen jetzt ganz schnell. It's coming so fast. Ja, das ist auch das Ende des schönen Blicks über den See. Wir haben echt Glück gehabt und hatten ein kleines Wetterfenster, um den See zu bestaunen. Wie gut, dass wir trotzdem noch losgelaufen sind und das jetzt sehen können. Das ist der beste Beweis dafür, was ich dir vorhin gesagt habe. Das Wetter kann hier ganz plötzlich komplett umschlagen. Schau die Wolke über dem Wasser. Im benachbarten Tal liegt das Meerauge. So wird der größte See in der Tatra genannt. Im Sommer ein sehr beliebtes Ausflugsziel für Touristen und Einheimische. Auf unserem Weg zurück ins Tal begegnen wir vielen Schafen. Sie liefern die wichtigste Zutat für eine weitere polnische Spezialität. Sie wird von den goralischen Bergbauern hergestellt. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Ja nie umiem polskiego. Ich kann kein Polnisch. Sprichst du Englisch? Speak English? Ein bisschen, ja. A little bit. Nice to meet you. Was produziert ihr hier? We make cheese now. Wir machen gerade Käse aus Schafsmilch. Sheep cheese, yes. Okay. Yes, this is old style. Wir produzieren den Käse noch ganz traditionell. Wenn du möchtest, kannst du uns gerne unterstützen. Ja, wenn ich darf, gerne. Na klar. That would be great. Ich zeige es dir gerne. Okay. Das freut mich mega, aber ich komme hier nicht durch. Yes, I open. Ich mache dir auf. I open. Okay, go. Thank you very much. Dziękuję. Stanislav und sein Kollege Henrik machen hier den sogenannten Oscypek-Käse, nach einem jahrhundertealten Rezept der Goralen. Der traditionell geräucherte Schafskäse ist typisch für die Region und wird in Salzwasser gekocht. Du nimmst den Käse so in die Hand und dann versuch, das hier nachzumachen. Nicht zu viel drücken, ganz vorsichtig. Der Oscypek-Käse ist nicht nur wegen seines Geschmacks bekannt, sondern auch wegen seiner speziellen Form. Leg den Leib in die Form. Ungefähr so. Genau so. Und dann stülpst du das hier. Den Ring über die Holzschale. Und dann zusammendrücken. Nein. Nur der rausstehende Käse muss jetzt reingedrückt werden. Okay. It's like this. Siehst du? See? Die Käser verbringen den Sommer hier oben in den Bergen. In dieser Zeit schlafen sie meistens auf der Weide bei ihren Schafen, um sie vor Angriffen von Bären oder Wölfen zu schützen. Meine Familie stellt den Käse schon seit 150 Jahren her. Mein Vater macht es in der 4. Generation und ich habe es in der 5. übernommen. Wir haben nie aufgehört. Früher, als ich noch ein Kind war, war die Arbeit noch härter als jetzt. Früher mussten wir den Käse dann noch in die Stadt bringen. Und heute kommen die Menschen auch zu uns, so wie du. Am Ende sieht es dann so aus. Okay. Das sieht doch gut aus. Henrik, ist das gut so? Ja, okay. Ist er ehrlich zu mir? Nein, das ist echt gut. Das war dein erstes Mal. Und dafür ist es wirklich sehr gut geworden. Jetzt kommt der Käse für 12 Stunden in kaltes Salzwasser. Nachdem er getrocknet ist, wird er geräuchert. Es ist richtig rauchig hier. Es brennt so richtig in den Augen.
Ja, aber ich glaube, den Jungs macht das nichts aus. Your eyes are okay. Deine Augen sind okay? Ja, die sind das gewöhnt. It's okay. Yeah. Danke, dass du mir hilfst. Yes. Now with the, Jetzt kommt der Ozipek hier hoch, damit er geräuchert wird. Aha, okay. Yeah. And stay here like, und der bleibt jetzt wahrscheinlich 2 bis 3 Tage hier oben. And every day, und jeden Tag müssen wir ihn 2 bis 3 Mal drehen. Okay? Ah, ich verstehe, damit jede Seite genügend Rauch abbekommt. Genau. Die Käser verkaufen ihr Produkt direkt aus der Hütte. Wir probieren jetzt zuerst den rohen Schafskäse und dann den klassischen geräucherten. Das ist dobrze. Jest dobre? Mleko. Mleko? Like Mleko. Like Mleko. Schmeckt eigentlich wie, ja, wie Milch, wie Ziegenmilch. Ist gut, ne? Mhm. Und wie schmeckt's? Very good. Sehr gut. Also wirklich sehr gut. Sehr kräftiger Geschmack, salzig, natürlich, rauchig. Mhm. Unheimlich leckerer Käse. Er ist ganz stark, ganz kräftig, rauchig, sehr salzig. Thank you so much for showing me. Hey, vielen Dank, dass du uns gezeigt hast, wie ihr den Käse hier herstellt. Danke auch dir, Hendrik. Danke. Ich mach da mal weiter. Schöne Erfahrung. Wir kehren zurück nach Krakau und besuchen das jüdische Viertel Kazimierz. Heute zieht es Besucher aus der ganzen Welt an. Mit seiner lebhaften Atmosphäre, seinen charmanten Cafés und trendigen Bars. Dabei war das Viertel nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört und wurde lange vernachlässigt. Der Oscar-prämierte Film Schindlers Liste von Steven Spielberg, der in den 90er Jahren hier gedreht wurde, brachte neues Leben in das Viertel. Und er machte das jüdische Erbe und die Geschichte Krakaus weltweit bekannt. Der Film erzählt die wahre Geschichte von Oskar Schindler, einem deutschen Industriellen, der während des Holocaust in Krakau über 1100 jüdische Menschen vor dem Tod in Konzentrationslagern rettete. Er stellte sie in seiner Emaillefabrik in Krakau als unentbehrliche Arbeitskräfte an. So bewahrte er sie vor der Deportation ins Konzentrationslager. Ein Museum erinnert eindrücklich an diese Geschichte. Heute ist Kazimierz ein Ort, an dem Menschen mit jüdischem Glauben wieder offen ihre Kultur leben können. So wie Maria Herschowa. Wir sind hier in Kazimierz, dem jüdischen Viertel. In diesem wunderschönen Gebäude war früher eine Synagoge. Und davon gab es hier im Viertel jede Menge. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten hier über 60.000 Jüdinnen und Juden. Maria Herschowa stammt aus der Ukraine und Błażej Tatarek aus Polen. Sie arbeiten für die jüdische Studentenorganisation Hillel und wollen uns ihr Viertel zeigen. Hinter jeder Ecke verbirgt sich ein Gebäude mit jüdischer Vergangenheit. Schulen, eine Metzgerei oder eine Synagoge. Die Menschen haben hier ihren jüdischen Alltag verbracht. Das ist auch heute wieder so, aber natürlich leben hier nach dem Holocaust nicht mehr so viele Juden und Jüdinnen wie damals. Aber es sind trotzdem einige Tausend. Deine jüdische Identität wird ja auch dadurch sichtbar, dass du Kippa trägst. Du trägst sie mit Stolz, oder? Auf jeden Fall. Das ist Teil meiner Identität und meiner Kultur. Ich habe meinen Nachnamen recherchiert, nach Verwandten in Deutschland geforscht. Nach der Befreiung der Konzentrationslager ging ein Zweig der Familie nach Australien und in die USA. Ich habe mit ihnen Kontakt aufgenommen und Schritt für Schritt habe ich herausgefunden, dass die Familie meiner Mutter jüdisch ist. Als kleiner Junge bist du also christlich aufgewachsen? Ja, genau. Und hast erst später von deiner jüdischen Herkunft erfahren? Genau das. Błażej redet das erste Mal öffentlich über die Herkunft seiner Familie. Nach dem Holocaust haben viele jüdische Familien ihre Identität verborgen, aus Angst vor Unterdrückung.
Als Kinder wollten wir von unseren Eltern wissen, wer wir sind, welche Herkunft wir haben und welcher Kultur wir angehören. Aber für viele Menschen, insbesondere nach dem Holocaust und der Sowjetunion, wurde ihre eigene Geschichte nicht aufgearbeitet. Die Eltern haben sie so gut wie es geht versteckt. Auch mein Großvater hat vor meinem Vater immer die Türen zugemacht, wenn er Jiddisch gesprochen hat, damit mein Vater auf keinen Fall irgendwelche Wörter kennt. Und die Konsequenz daraus ist, dass wir uns selbst googeln müssen. Was bedeutet es, jüdisch zu sein? Das klingt verrückt, aber nur so können wir herausfinden, wer wir sind. Schon wieder. Für Maria und Błażej ist Krakau heute ein sicherer Ort, um ihre jüdische Herkunft offen zu zeigen. Und so kommen heute immer mehr Menschen in die Stadt, um mehr über ihre jüdischen Wurzeln herauszufinden. Hey, Kicha. Hi, Kicha. Hi, ich bin Ramon. Schön, euch kennenzulernen. Nice to meet you. Ich sehe, du trägst eine Kette mit Davidsternen. Die beiden haben mir gerade erzählt, dass dieses Viertel hier in Krakau sich zu einer Art sicheren Ort für Jüdinnen und Juden entwickelt hat. Empfindet ihr das auch so? Ja, und ich denke, der Grund, warum das so ist, hat mit der Geschichte zu tun. Vor dem Holocaust haben Juden 1000 Jahre hier gelebt, weshalb es eine lange Beziehung zwischen den Polen und Juden gibt. Ich empfinde da einen großen Austausch von Kultur und gemeinsamer Geschichte. Ich finde es großartig zu sehen, wie die Menschen sich für die Vergangenheit interessieren. Kommt alle her und findet mehr heraus. Das Viertel ist lange Zeit in Vergessenheit geraten und Schindlers Liste hat das verändert. Schön, dass ihr heute da seid. You're very welcome. Thank you so much. Wir würden euch auch gerne zu einem Konzert heute Abend einladen, bei dem junge Juden und Jüdinnen aus Krakau auf Jiddisch singen. Heute Abend? Ja, genau, heute Abend. Naja, da komme ich gerne. Toll, wir freuen uns. Seit 2001 veranstaltet die jüdische Gemeinde jedes Jahr das Jüdische Kulturfestival. In der ganzen Stadt finden Konzerte, Lesungen und andere kulturelle Aktivitäten statt. Jüdisches Leben. Auch dafür steht Krakau heute. Doch das war nicht immer so. Wir treffen die Holocaust-Überlebende Zofia Raczikowska. Zofia, es ist so schön, Sie kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits. Zofia Raczikowska wurde 1935 in Krakau geboren. Sie erzählt ihre unglaubliche Geschichte. Well, I remember that ich erinnere mich daran, dass ich mit meiner Mutter gerade einen Spaziergang machen wollte, als plötzlich der Fliegeralarm ertönte. Und meine Mutter sagte, dass wir das Haus nicht verlassen können. Kurze Zeit später stand ein fremder Mann vor unserer Tür. Ich habe ihn nicht gesehen, aber mein Vater erzählte mir später, dass es ein deutscher SS-Offizier war. Und er sagte uns, dass wir sofort die Wohnung verlassen müssen. Wir hatten nur 2 Wochen Zeit, weil die ganzen Häuser von der deutschen Armee beschlagnahmt wurden. Und dann kamen erst irgendwelche fremden Menschen und haben all unsere Sachen einfach mitgenommen. Und dann mussten wir auch weg. 1939 wurden die jüdischen Bewohner der Stadt enteignet und von den Nazis gezwungen, Zwangsarbeit zu leisten.
Aber Sofias Mutter hatte eine Idee. Wir sind in ein kleines Dorf in der Nähe von Krakau gefahren. Heute gehört das Dorf auch zur Stadt, aber damals war es ein Außenbezirk. Da war ich dann ganz alleine mit meiner Mutter. Mein Vater wurde ins Ghetto gebracht. Der einzige Grund, warum wir da nicht hin mussten, war, dass wir ein sogenanntes gutes Aussehen hatten. Das bedeutet, wir sahen nicht jüdisch aus. Und wir haben uns als polnische Katholiken ausgegeben. Aber mein Vater konnte das nicht, denn wie alle anderen Juden in Krakau war er beschnitten. In 1941 wurde das Krakauer Ghetto eingerichtet und mein Vater wurde dorthin verfrachtet. Es war meiner Mutter zu verdanken, dass wir beide nicht ins Ghetto gegangen sind. Wir mussten aber immer so tun, als seien wir keine Juden. Das war sehr gefährlich, aber meine Mutter wusste eben, dass wir im Ghetto in die Falle getappt wären. That going to ghetto means going to the trap. Im Krakauer Ghetto wurde die jüdische Bevölkerung isoliert und schließlich in Konzentrationslager deportiert. Nachdem der Krieg zu Ende war, ging ich in meinem kindlichen Verständnis davon aus, dass Väter nach dem Krieg nach Hause zurückkehrten. Auch meine Mutter hat gewartet. Aber später kamen Menschen zu uns und erzählten ihr, dass mein Vater in Auschwitz umgebracht wurde. Und dass es niemanden mehr gibt, auf den sie warten muss. Aber stell dir vor, heute singe ich mit meinen 88 Jahren als Tenor im Chor. Ist das nicht ein Wunder? Musik hilft für einen guten Geist, oder? Absolut. Die Musik hilft bei allem. Ich könnte mir ein Leben ohne Musik nicht mehr vorstellen. Shalom aleinu and for all Israel and through you, amen. Shalom, shalom, shalom aleinu and all Israel. Shalom, shalom aleinu and for Israel. Am Ende unserer Reise löst dann der junge Flößer Bartek noch sein Versprechen ein. Thank you very much. Ich bin so aufgeregt. Ich saß noch nie in so einer kleinen Maschine. Aber ich glaube, Bartek kann man vertrauen. Wir wollen den Süden Polens von oben erleben. Okay. It's all tested, so we are ready for takeoff. We're ready for takeoff? Yes, we are. Targ Radio Sierra Papa Alpha November Tango zajmuje pas 3-0 i startuje. Bartek macht gerade eine Ausbildung zum Piloten. Heute darf er schon Touren in kleineren Flugzeugen anbieten. Wow! Crazy! Crazy feeling! Das ist ja verrückt. Wir fliegen direkt auf die Berge zu. Amazing! Da unten ist Zakopane.
Bartek, ich habe dich am Anfang der Reise auf dem Floß kennengelernt. Du hattest diese traditionelle Tracht an und wirktest sehr stolz. Und jetzt erlebe ich dich in einer ganz anderen Umgebung. Ja, das ist die andere Seite von mir. Ich habe viele Seiten, aber das Fliegen ist meine größte Liebe und Leidenschaft. Ob in solchen Maschinen oder Segelfliegern oder sonst was. Ich bin am liebsten in der Luft. Ich bin gerade so dankbar, dass ich das mit dir hier oben erleben darf. Ich meine, ich habe Südpolen aus so vielen verschiedenen Perspektiven kennengelernt. Beim Wandern, beim Skyrunning und mit dir vom Wasser aus. Und jetzt nochmal von oben, das ist nochmal was komplett anderes. Und du hast gelernt, wie man ein Floß steuert. Und jetzt kannst du versuchen, das Flugzeug zu steuern. Ehrlich? Nimm die Hände an den Steuerknüppel. Okay, ich nehme ihn. Okay. Oh mein Gott! Wenn du so machst, fliegst du höher. So gehst du runter. So geht's nach links. Und so geht's nach rechts. So, Ramon. Niemand außer dir steuert jetzt das Flugzeug. Wow, was für ein einzigartiges Gefühl. Okay. Du fliegst gerade ganz allein. Es ist völlig abgedreht. Ridiculous. Oh man. Oh Mann. Bitte ein bisschen nach rechts fliegen. Okay, nach rechts. Drück den Knüppel etwas nach vorne. Oh, ich bin so aufgeregt gerade. Ich kann überhaupt nicht atmen. Oh. I can't really breathe. Oh my God. Perfectly. Das machst du super. Jetzt haben wir Südpolen, zumindest die Gebirge, wirklich auf alle Wege entdeckt. Jetzt hatten wir es sogar in der Hand. Oh Gott, ich kann gar nicht reden, mein Kreislauf macht sich. Selber zu fliegen ist unbeschreiblich. Schau mal, wie viele Kurven wir mit dem Floß gefahren sind. Und auch die 3 Kronen zeigen sich nochmal von ihrer schönsten Seite. Wow. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh! Sick! Crazy! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Oh! Do you want to see it? Whoa! Whoa! Oh! Okay. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Bartek, du bist der Beste. Du bist der Größte, Bartek. Eine spektakuläre Reise, von der wir große Gefühle mit nach Hause nehmen. Der Süden von Polen, wo Geschichte und Natur auf faszinierende Weise miteinander verschmelzen.